herzlich willkommen zu unserem Frühschoppen auf Erde 2.0. Mein Name ist Heike Kaczmarczyk. Ich grüße Sie heute aus dem wunderbaren Rot. Wir sind hier bei Anne Hübner und Tanja Eckersberg im Heilzentrum. Unsere Gäste heute sind, also wir haben noch einen speziellen Titel für heute, die Hierarchie der Energie. Und unsere Gäste sind Christian Bartels, Dr. Christian Bartels von Farnbühler. Du bist Unternehmer in verschiedenen Bereichen, unter anderem im Bereich der Anwendung von Energien und Frequenzen auf lebende Zellsysteme. Christian unterstützt mich heute als Co-Moderator. Gerne mache ich das. Ja. Dann sind wir bei Anne Hübner, die ja schon fast jeder kennt. Anne Hübner, du bist die Wegbereiterin der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung. Vor mehr als 50 Jahren veränderte ein dramatisches Erlebnis dein Leben. Ein Nahtoderlebnis öffnete dir die Tore zu einem neuen Weltbild. Mit einem neuen Bewusstsein kehrtest du zurück mit einer Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass wahre Heilung nicht nur auf der körperlichen, sondern auf der geistigen Ebene geschieht. Anne Hübner ist die Begründerin einer revolutionären Heilweise, die Körper, Geist und Seele harmonisiert. Als Pionierin hast du die Schule für die geistige Wirbelsäulenaufrichtung gegründet, die du mit Tanja Eckersberg bis heute leitest. Kurt Pfützner, wir kennen uns ja schon ewig, ne? Du hast promoviert und bist Doktor der Naturwissenschaften, Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und Heilpraktiker und hast Patente. Richtig. Also wir kennen uns ja schon ewig. Also wie war das damals? Wie bist du zu dem Energetikkorrektor gekommen, auf den wir heute eingehen möchten? Es war innerhalb der Familie ein dramatisches Ereignis. Die älteste Tochter bekam Symptome wie etwa bei einem grippalen Infekt, Gliederschmerzen, Fieber, leichten Hustenreiz, und man hat natürlich dann erstmal einen Hausarzt angerufen, der tippte auf grippalen Infekt. Was gibt man? Ibuprofen, Hustensaft und so weiter. Wurde aber nicht besser, also auch nach 10 Tagen nicht. Dann kam noch ein Versuch mit Antibiotika, Amoxicillin 1000, so das beliebteste, was da auf dem Markt ist, und auch das half nicht. Dann kam letztendlich das städtische Krankenhaus in Kiel und damals schon mit einer leichten Unterstützung beim Laufen. Das heißt, die Kraft war so weit schon verschwunden, dass die Tochter also eine längere Gehstrecke gar nicht mehr selber schaffen konnte. Und im Krankenhaus hat man dann gesucht, eine Blutprobe nach der anderen, und auch nicht wirklich was gefunden. Nach 8 Tagen wurde die Tochter entlassen mit der Diagnose chronische Müdigkeit in unserem Hause. Inzwischen aber schon im Rollstuhl. Na toll. Was blieb dann? Uniklinik in Kiel, Neurologie. Der Chefarzt in der Neurologie hat dann natürlich noch mehr Blutproben verschickt an verschiedene Institute. Und in einem Institut für Rheumatologie fand man dann diesen Autoimmunprozess. Das heißt, das Immunsystem geht gegen die eigene Muskulatur vor und zerstört sie. Und seine Therapieanweisung war die, 1000 Milligramm Cortison täglich. Und als ich dann nach der Prognose fragte, das Mädchen war 14, habe ich noch nicht erzählt, war das, 1, 2 Jahre noch, aber der nächste heftige Infekt, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie Ihre Tochter verlieren. Und ich habe dann letztendlich gesagt, es kommt nicht in Frage. Wir machen nicht diese Hochdosis-Cortison-Therapie. Und die Bemerkung war dann, ja, alles Gute, nehmen Sie Ihre Tochter, fahren Sie nach Hause, auf Wiedersehen. Ja, hauen Sie ab.
Ja, so in etwa. War denn nicht die Diagnose auch dann zwischendurch mal MS? Nein, nicht bei der Tochter. Okay. Und ich habe dann natürlich im Freundeskreis rumgefragt, hat jemand sowas schon mal gehört oder gibt es da eine Hilfe? Und ein Arzt aus Bad Segeberg, der hatte von diesem russischen Professor, der inzwischen in Holland war, gehört und sagte dann, probier das mal, fahr da mal hin. Und zu der Zeit war er noch an einer Universität in Holland. Und klar, ich wusste nicht genau an welcher. Also Telefonanrufe, Amsterdam, Rotterdam, alles Mögliche. Den Haag natürlich auch, aber in Rotterdam hat man ihn dann gefunden. Und das erste Gespräch war dann noch mit Dolmetscher und er hat uns dann also eingeladen in seine Privatwohnung nach Sridham. Und wir sind dann mit Rollstuhl und Auto von der Ostsee nach Sridham. Und er hat die Tochter dann quasi auf sein Ehebett gelegt, mit einem weißen Tuch zugedeckt, was mich erstmal ein bisschen erschrocken hat, weil ich dachte, was hat er jetzt vor? Jetzt kommt gleich die Bahre, ne, statt der Trage. Ja. Und hat dann sein Gerät ausgepackt und hatte dann ein 2 Meter langes Kabel, eine Elektrode und damals noch die erste Version des Gerätes, wo man noch mit Handkurbeln bestimmte Frequenzen einstellen musste, und hat die Tochter dann auf dem Bauch liegend von Kopf bis Fuß untersucht. Und im Bereich der Wirbelsäule sah man dann 9 stehende Lichtpunkte, die auch nicht wieder verschwanden. Und sein Kommentar war: Autoimmun, ich kann helfen. Ja, schön. Ja, ich weiß, er konnte nicht sprechen. Gesagt, okay, bitte machen Sie. Ne? Und wir sind dann also 3-mal samstags nach Sridham gefahren und dann konnte man sehen, dass von diesen 9 Lichtpunkten nur noch 3 da waren. Dann nahm er die Hand von der Tochter und sagte so, Obstan, Obstan, und dann ging sie die ersten Schritte. Wow. Also uns standen die Tränen in den Augen. Wow. Und ich sagte zu ihm, wenn Sie einen Assistenten suchen, fragen Sie mich. Und ein paar Worte Deutsch konnte er dann und er sagte, du arbeiten? Ich sage, ja. Okay. Was ich nicht wusste, er hatte dann schon die holländische Staatsbürgerschaft beantragt und seine Gastprofessur war fast zu Ende. Das heißt, er hatte dann 2-3 Wochen später Räumlichkeiten angemietet, also nicht mehr sein Schlafzimmer, und fing dann letztendlich an, Menschen zu therapieren, zusammen mit mir. Okay, hier unterbreche ich nochmal, weil ich will gerne nochmal hier rüber, weil da gibt es eine Ebene zwischen euch. Und zwar durch einen wirklichen Schmerz ist dein Leben ja auch völlig verändert. Du hast dein Leben verändert durch das Schicksal deiner Tochter erstmal und du hast dein Leben damals verändert durch einen schweren Unfall. Und das ist ja nun jetzt eine Weile her und du hast das schon mal sehr ausführlich besprochen. Aber du hast dann aber auch richtig Seminare entwickelt. Das heißt, du bist jetzt nicht nur eine wirklich bekannte Heilerin, die Wirbelsäulenbegradigung gemacht hat oder macht. Und zwar täglich. Wie viele Personen kommen etwa zu dir am Tag? Ja, vor Corona waren das 100 am Tag und jetzt haben wir aber eine Begrenzung bekommen. 50 Personen nehmen wir schon am Tag an. Das heißt, ihr dürft nicht mehr? Ja, in der Corona-Zeit war das sehr schwierig. Da mussten wir sowieso ja auch Lockdown 6 Wochen einhalten. Und danach waren ja Personenbegrenzungen. Und jetzt haben wir, ich muss gestehen, 100 Personen sind sehr viel. Wir haben ein anderes Konzept. Ich bin noch mehr für die Menschen da, nehme mir noch mehr Zeit für jeden Einzelnen. Und da sind 50 schon genug. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dein Weg war ja auch speziell. Du hast ja auch viel gelitten, allein wegen deiner Kinder zwischendurch auch. Ja, ich habe 2 Impfopferkinder, das muss ich auch dazu sagen. Nach der Kinderimpfung in der Schule sind sie halbblind und halbtaub nach Hause gekommen. Einer war sogar 6 Wochen in der Klinik, weil er hatte Organausfälle, musste da an Maschinen angeschlossen werden. Aber das war schon ein Schockerlebnis, ja. Und wie hast du das wieder hingekriegt? Das ist ja deine
auf? Das war irreparabel, da war zu viel zerstört worden. Ich habe dann auch das gemeldet und es haben sich letztendlich 40.000 geschädigte Opfer auch eingefunden. Es liegt leider bis heute unbearbeitet bei Karl Lauterbach im Schreibtisch. Jetzt ist er nicht mehr dafür zuständig und wir prozessieren da noch. Es gibt noch eine andere Schadenssache, das war der Duogenon-Skandal und das fließt so irgendwie zusammen. Duogenon-Skandal ist auch seit 45 Jahren, wird der Prozess geführt mit Bayer, aber es war dann verjährt. Dann haben wir nochmal neue wissenschaftliche Studien gemacht. Es ist nach wie vor nachgewiesen, dass das Duogenon, das sind Hormonkapseln, die man den schwangeren Müttern damals gab, den schwangeren Frauen damals gab, als Pflicht würde das Ungeborene sichern. Es käme nicht mehr zu Aborten. Das war damals eine Zwei-Kapsel-Therapie. Und da gibt es auch tausende Schäden. Und Bayer hat damals, also wir haben den Prozess nicht erfüllen können, weil 45 Jahre in Deutschland ist ja die Verjährungsfrist, schon nach 35 Jahren. Dann haben wir über England weiter prozessiert. Die haben bei Gesundheitsschäden keine Verjährung. Aber wie ich schon sagte, es war dann auch bei Scholz auf dem Tisch. Wir haben diskutiert mit ihm. Er hat gesagt, hier gibt es den Gesundheitsminister und da ist es jetzt wieder in der untersten Schublade verschwunden. Es gibt mehrere Themen, die in unserem Land nicht bearbeitet sind, wo tausende Menschen Schaden genommen haben. Jetzt hast du eine große Aufgabe übernommen. Ja, das stimmt. Du möchtest ausbilden, dass immer mehr Menschen diesen Weg gehen können, den du gegangen bist. Das heißt nicht den schmerzvollen, sondern dass sie gleich lernen. Was sind das für Seminare? Ich will es mal so sagen. Irgendwie habe ich auch in der Hinsicht, was meine Erfahrungen betrifft im geistigen Heilen, eine innere Schulung empfangen. Heute sage ich, nichts ist zufällig. Ich habe früher Märkte geleitet, Großmärkte. Ich war voll im weltlichen Geschehen, in der materiellen Welt eingebunden. Man hat mich frühzeitig präpariert. Die Einzelheiten habe ich in anderen Beiträgen, wie wir jetzt in Griechenland waren, ja schon mal erzählt. Ihr lieben Zuschauer, guckt euch das an. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall kann ich im Nachhinein sagen, ich bin dafür präpariert worden oder dazu präpariert worden, Menschen das geistige Heilen beizubringen. Das heißt, man kann es lernen? Ja, und da erinnere ich mich auch gerne an das, was Jesus Christus schon mit seinen Jüngern gemacht hat. Geistheilung kannst du jedem übertragen. Oder sagen wir es mal, wie es wirklich ist. Jeder Mensch ist schon ein Geistheiler, eine Geistheilerin. Aber das Bewusstsein, das hat er nicht immer abrufbereit, weil das hat natürlich die materielle Welt auch so gemacht mit uns. Sie hat uns ja nicht sensibilisiert, sondern maschinisiert. Sie hat uns diese innere Intelligenz einfach nicht erlaubt. Und dadurch sind die Menschen unwissend geblieben. Aber jetzt gibt es welche wie mich und die haben den Zutritt zu diesem Wissen. Wie viel hast du schon ausgebildet? Ausgebildet Schüler, oh Gott, jetzt muss ich ja wirklich überlegen. Also ich sag mal allein in Deutschland 20.000 Geistheiler und 2.200 Begnadigungsheiler. Ja. Sind da auch Ärzte bei? Ja, es sind Ärzte dabei, aber ich wünsche mir noch mehr. Genau. Ja, aber ich habe es auch neulich im Interview in Griechenland gesagt, ich kann mich jetzt an 20 erinnern, aber nicht jeder hat sich auch geoutet. Kann sein, dass es 30, 40, 50 sogar schon sind. Aber Heilpraktiker sind auch jede Menge immer dabei. Okay. Und jetzt zurück zu dir, Kurt. Du hast dann dich ausbilden lassen von Sakian. Ich wollte die eine Geschichte noch zu Ende bringen. Also nach der 3. Behandlung ging sie mit einer leichten Unterstützung. Die Tochter wieder erste Schritte. Nach der 6. Behandlung konnte sie wieder zur Schule, selbstständig. Nach der 8. Behandlung ihr Pferd wieder reiten. Und nach der 10. Behandlung ging sie mit ihren Freundinnen altersgemäß zum Tanzkursus. Heute ist sie Professorin an der Universität in Tübingen und macht technische Biologie. Wow, aber diese Geschichte hat dich dann dazu bewegt, dein Leben zu verändern, also beruflich?
Also der hat mich beim Wort genommen, dieser russische Professor, und fragte dann, als er eigene Praxisräume hatte, wann ich denn arbeiten kommen wollte. Und gut, ich hatte es ja angeboten, habe mir ein Wohnmobil gekauft, in meiner Firma einen Geschäftsführer eingestellt und bin dann wochenweise von der Ostsee nach Sridham mit dem Wohnmobil gefahren, habe dort mit ihm gearbeitet. Und habe dann, das war von 94 bis 99, habe 1999 von ihm dann das erste moderne Gerät mit Chip-Technologie gekauft, konnte etliche Patienten mitnehmen, die ich in Holland sowieso behandelt hatte. Die mussten dann eben nicht mehr nach Sridham fahren, die kamen aus Hamburg, aus Bremen, aus Flensburg. Das war natürlich dann nicht mehr der Riesenaufwand mit der Fahrerei. Ich fing also so mit 50 Patienten an und wenn ich heute in die Kartei gucke, sind es 2000 aus USA, Neuseeland, aus Kanada, aus England, aus Griechenland. Der Energetikkorrektor, wollen wir mal drauf eingehen. Was macht die Maschine so besonders? Gut, die Maschine ist ein energetisch aktives Gerät und bringt Pluspotenzial mit einer sehr hohen Spannung, wir reden über 30.000, 40.000 Volt, in den menschlichen Körper. Die menschliche Zelle akzeptiert Pluspotenzial durch die Membran in das Zytoplasma, also der innere flüssige Bereich. Und Zellen, die diese Energie nicht transportieren können, reflektieren sich oder letztendlich bewegen sich außerhalb des Körpers. Das heißt, sie werden auf der Haut als blaue Lichtpunkte sichtbar. Kranke Zellen. Und wenn ich jetzt so einen blauen Lichtpunkt unter ein Elektronenmikroskop reflektieren würde, also Licht kann man ja spiegeln, dann würde man einen langen, schwarzen, tiefen Zylinder sehen mit den Farben der Kohlenstoff- und Stickstoffverbrennung und so weiter. Man würde in den Zellstoffwechsel gucken, außerhalb des Körpers. Wow. Und dort wird die Zelle energetisch behandelt oder aufgeladen, bis der Punkt letztendlich verschwindet und die Zelle an ihren alten Platz mit Gesundinformation zurückkehrt. Das ist ja nach Spock der erste Weg der Beamung. Ja, das ist, also ich glaube, das ist aber auch bei der Forschung von dem russischen Professor durch Zufall entstanden, dass er eigentlich einen Beam-Prozess da herbeigeführt hat. Das heißt, die Zelle wird rausgeholt aus dem Körper und außerhalb des Körpers wird sie reguliert. Ja. Ist das so, wenn die Maschine über den Körper geht, ich weiß ja selber, ich war ja selber oft dabei und habe es auch über mich selber ergehen lassen und erleben dürfen, man spürt, also ich habe zumindest das so gespürt, dass wenn die Maschine über einen hinweg geht, dann war das so wie kleine Nadelstiche. Ja? Das Nervensystem bekommt das mit. Das also er hat es mir damals so erklärt, der Körper wird durch diese spezielle Frequenz in eine Art Schockzustand versetzt. Und dadurch kommt die Zelle, also kommt das Licht kurz raus aus den Zellen und geht dann auch wieder gleich rein. Und die Zellen, die krank sind, das kann nur meinetwegen eine Zelle sein, die irgendwie aus der Norm geraten ist. Die erscheint dann als blaues Licht? Ja, die erscheint als blaues Licht und wenn eine Behandlung noch nicht ausreicht, um den energetischen Normalzustand herzustellen, dann bleibt dieser Lichtpunkt auch stehen und der Patient muss auch ein zweites und ein drittes Mal behandelt werden. Ne? Wird aber Schicht für Schichtweise abgebaut, was das ist. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass ich, wenn ich Energie der Zelle gebe, dass sie dann irgendwann gefüllt ist mit dieser Energie, sondern sie nimmt noch nicht so viel Energie an. Ich muss das mehrfach machen. Es hat einfach mit auch den Flüssigkeiten innerhalb der Zelle zu tun. Wir haben im Zytoplasma ja sämtliche Elektrolyte. Wir haben Natrium, wir haben Kalium, wir haben Chloride. Und Natrium und Kalium sind Metalle, also Polarität plus, interessieren sich
gar nicht, jetzt gehen wir aber tief in die Biochemie, interessieren sich gar nicht für die Plusladung der Maschine, aber die Chloride sind negativ. Das heißt, die Chloride fangen unter der Gegenpolarität tatsächlich an zu vibrieren, ähnlich als wenn ich zwei Magneten verkehrt rum zusammenhalte. Oder noch einfacher, ich nehme einen U-förmigen Magneten und bewege einen elektrischen Leiter da rein und raus. Kann ich an den Enden eine Spannung messen. Deshalb wird auch das Membranpotenzial der Zelle höher. Und die Zelle kann wieder kommunizieren mit anderen Zellen, mit dem Nervensystem und mit dem Immunsystem. Aber es geht nicht immer mit einem Prozess. Manchmal braucht man dafür auch eine zweite und dritte Behandlung. Was ist denn das Funktionsprinzip des Geräts? Elektrische Oszillation. Okay. Was für Leute kommen zu dir? Eigentlich alles. Chronische Erkrankungen natürlich vorrangig. Die Spätborreliose, Parkinson, Multiple Sklerose, aber auch Infekte. Infekte kann man sehr gut und sehr schnell behandeln. Und die Leute bekommen dann noch ionisiertes Wasser dazu. Also anderes Thema, kommen wir später zu. Aber im Grunde durch die Bank alles Mögliche. Schlecht heilende Wunden, all solche Dinge. Kopfschmerzen, Migräne zum Beispiel. Was mich damals besonders fasziniert hat, ist, dass da Patienten hingekommen sind, bei denen man keine Diagnose fand, denen man auch nicht helfen konnte. Ich denke da zum Beispiel an eine Patientin, die in Asien war und mit Fieber nach Europa zurückgekommen ist. Da hat nichts angeschlagen, der hat dieses Fieber behalten und wurde immer schwächer. Und sie hat eine einzige Behandlung damals vom Raphael bekommen und dann war das Fieber weg und es ging ihr gut. Hast du dafür eine Erklärung? Ja, es gibt bestimmte Bakterienstämme oder auch Virenstämme, die eine andere Polarität haben als menschliche gesunde Zellen. Und durch die Gegenpolarität werden die entladen, das heißt die Membranen gehen kaputt. Es ist so, als wenn man eine Nadel in einen Luftballon sticht. Das Ding kollabiert. Und damit ist letztendlich die Ursache dieser Infektion auch beseitigt. Damit hat diese Maschine eine neue Chance für Unbekanntes geschaffen. Ja. Was hast du an Ungewöhnlichem schon erlebt damit? Die Leute mit Spätborreliose, das ist eine einfache Sache, weil lebende Borrelien findet man im Körper. Meistens verstecken die sich in Gelenkbereichen, Kniegelenk, Hüftgelenk, ähnlich wie Viren auch zwischen den Wirbelkörpern im Spinalbereich. Und das kann man ja relativ gut entladen, man kommt da gut dran. Das Einzige, was wenig Beachtung gefunden hat, Borrelien haben auch ihren eigenen Stoffwechsel. Und was sie ausscheiden, ist neurotoxisch. Und solche Toxen finde ich dann im Gehirn. Die müssen natürlich da raus. Wie schaffst du das? Mit einer Entgiftungstherapie. Also nicht mit dem Energetik? Nein, das macht man mit Ozon oder mit Begleitverfahren zum Ozon. Das geht. Also mit anderen Worten, man kann bei Borreliose über einen sanften Weg eine Lösung finden. Absolut. Das ist ja schon mal toll. Alles andere ist, also es wird zu allermeisten Breitbandantibiotikum verordnet. Und wenn das Breitbandantibiotikum nicht packt, dann habe ich mit einem Monopräparat sowieso keine Chancen mehr. Das ist die traurige Geschichte in der schulmedizinischen Behandlung mit Breitbandantibiotika als erstes Medikament. Das heißt, man lässt es besser sein und kommt zu dir. Ja. Ja, jetzt muss ich aber etwas ansprechen. Du trägst eine Sonnenbrille, warum? Ja. Ich hatte letzte Woche eine Augenoperation mit einem Linsentausch. Aber das war nicht der graue Star, das war auch eine besondere Sache wieder. Ich arbeite über 30 Jahre im Dunkeln. Und der Kieler Professor für Ophthalmologie, der hat mich untersucht und hat erst auch nicht richtig eine Diagnose finden können und fragte mich dann, arbeiten Sie viel im Dunkeln? Ich sage, ja, schon über 30 Jahre. Und durch diesen Wechsel, also
ganz dunkel, hell, grelles, helles Licht, wieder ganz dunkel, kann sich die Chemie im Auge verändern und greift die Linse an. Und das ist bei mir im Laufe von vielen, vielen Jahren passiert. Weil ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ich habe... Warum arbeitest du im Dunkeln? Damit ich diese schönen kleinen blauen Lichtpunkte sehe. Okay, das heißt, bei Tageslicht werden die nicht sichtbar. Genau, es gibt ein Rotlicht in dem Raum. Oder gar keins. Oder gar keins. Und dann kann man über das Gerät dann diese verschiedenen Lichtpunkte sehen. Und identifizieren. Was ich damals bemerkt habe, ich hatte den Eindruck, und ich meine auch, dass er davon gesprochen hat, dass der Mensch das Spiegelbild des Universums ist. In seinem Körper, die ganzen vielen Lichtpunkte zeigen die Sterne an. Das ist alles miteinander verbunden. Eben. Das ist also, tatsächlich so. Ja. Ist so, ne? Ja. Das heißt, du kannst eigentlich das Sternensystem in deinem Körper betrachten und sehen. Mhm. Und somit macht es dann für mich auch wieder Sinn, wenn ein Homöopath Mercurium verordnet, wenn die Beschwerden auf der Mittellinie des Körpers liegen. Ne? Mhm. So, jetzt kommen wir mal von deinen Augen weg zu Anne, weil Anne hat was ganz Spezielles für Augen. Das muss ich jetzt leider erfragen, weil ich habe es selber. Und zwar das, was du entwickelt hattest, was man auf die Augen legt. Mhm. Ja? Mein Kristallkissen, ja. Ja, genau. Was ist das genau? Vielleicht kannst du ihm das erklären. Also ich bin ja ein Medium und manchmal werden mir von oben wunderbare Hinweise geliefert. Eines Tages hieß es wird jetzt eine Zeit kommen, handybedingt, technikbedingt, übertechnisierte Welt, wo viele Menschen mit Augenschäden zu rechnen haben. Ja? Sie werden alle kurzsichtig, weil sie alles zu nah an sich dran halten und die Weitsicht wird leiden. Und da soll ich ein Augenkistchen entwickeln. Das habe ich gemacht aus Naturfaser, selbstverständlich, so einer leichten Leinenstruktur. Da sind diese reinen Kristalle drin und wenn man sich dann, muss man auf dem Rücken liegen, was ja die beste Schlaflage auch ist, legt man sich das hier drauf und die Kristalle beleben hier die gesamten Nervenzellen, Nervenimpulsgaben und so. Die Linse, die Netzhaut wird gestrafft, es wird belebt, könnte man sagen. Und da habe ich sehr gute Rückmeldungen, auch bei Augenschädigungen. Ja. Das ist auch eine Augenkarte, habe ich gesehen. Augenkarte aber auch, ja. Ja, wäre das was für ihn, um eine schnelle Heilung hinzubekommen für ihn? Also bei ihm ist ja jetzt ein Heilverlauf automatisch in Gang gesetzt. Sein Körper muss sich mit den neuen Linsen vertraut machen. Mhm. Und ja, ich hätte zu diesem Thema einiges zu sagen, aber das ist eine andere Sache, die man irgendwann mal besprechen kann. Beschleunigen kann das durch die Geistheilung, kann man das auf jeden Fall. Mhm. Und die Linsen müssen sich jetzt erstmal festsaugen, kann man sagen. Und er darf auch nicht in den Augen reiben. Und jetzt ist das, wenn das frisch gemacht ist man extrem lichtempfindlich. Da muss man auch die Sonnenbrille normalerweise eine Woche Minimum tragen. Kann man dieses komplette Wissen in deinen Seminaren mitbekommen? Ja, also meine Seminare sind wirklich sowas von intensiv. Und scherzhaft hat neulich eine Schülerin gesagt, mein Heilerkoffer, da geht der Deckel nicht mehr zu. Ist jetzt genug, Anne, oder hast du noch mehr? Der Deckel geht nicht mehr zu. Ja, also wir sind sehr erfahren durch eben unser Fachwissen, durch die vielen Heilbehandlungen und der Umgang mit so vielen kranken Menschen, es ist ein großes Spektrum, ja. Und die Informationen, welches Thema gerade aktuell ist, die bekomme ich ja alle von oben. So kam das auch eines Tages mit dem Schlafkissen. Es hat geheißen, Menschen schlafen falsch, der Atlaswirbel verschiebt sich. Ich bin ja hellsichtig und wenn ich die Menschen begradige, ist doch nicht ein einziger dabei, der einen gut sitzenden Atlaswirbel hat. Alle schlafen zu steil oder auf der Seite, verkrümmen die als Nackenwirbelsäule, verkrümmen die Brustwirbelsäule, dann Wirbelsäule bis runter zum Steißknochen. Das ist eine unglaublich große Schädigung und die Menschen müssen darauf hingewiesen werden, dass sie nachts in der embryonalen Schlaflage 3 Zentimeter wegschrumpfen. Schäden, gesundheitliche Schäden bis hin zu Herzinfarkt oder Herzeinengung, Herzklappen schließen nicht richtig, das ist ja alles schon erwiesen.
bis auch hin zu Sodbrennen kommt hoch. Und wenn ich auf dem Rücken liege und habe mein Schlafkissen, das darf nur 20 cm breit sein, und liege mit gedehntem Hals, dann ist auch hier das Gaumensegel gestrafft, dann schnarche ich auch nicht mehr. Ich habe eine ganz andere Schlafqualität. Ja, das wollte ich gerade ansprechen, denn wenn ich auf dem Rücken liege, dann meckert mein Partner, dann schnarche ich. Ja, aber das ist dann, wenn du liegst ja auch dann so auf dem Rücken, weil du wahrscheinlich das falsche Kissen benutzt. Ich habe so ein Bild, ja, darf ich ja nicht sagen, was ich für ein Kissen. Ich habe ein spezielles Kissen, aber ich glaube, ich hole mir da eine Rolle. Ja, also mein Kissen hat ganz besondere Effekte. Außerdem habe ich das 70 cm breit machen sollen. Wenn du dann mit dem Kopf da legst, dann geht es hier so ein bisschen hoch und verhindert auch, dass du dich drehst. Ah, okay, wunderbar. Ja. Wunderbar. Sehr ausgeklügelt. Mein Kissen zum Beispiel, auch mein Augenkissen, ihr werdet es nicht glauben, was ich mir da für eine Arbeit gemacht habe. Ich habe einen Stoff gesucht, auf den man eine goldene Blume des Lebens drucken kann. Weil wir haben aus der Antike, kennen wir, Gold hat eine besondere Schwingung, stärkt das Immunsystem. Und so habe ich dann diesen Stoff in Panama gedruckt bekommen. Merzerisierte Baumwolle aus Panama mit 14 Karat Golddruck. Ich habe also quasi Blume des Lebens, hat sowieso eine wunderbare Energie. Die Leute kommen auch in den Tiefschlaf. In meinem Haus vorne haben wir die Bettwäsche auch alles selbst genäht, damit man diese Energie nachts empfangen kann. Und ja, das ist einfach eine gute Energie. Dankeschön. Ja, Christian, du hast jetzt auch so einen Energetikkorrektor vor 3 Jahren gekauft. Ich habe ja auch einen gekauft. Ja, genau. Diese Erfahrung mit den Lichtpunkten. Also ich arbeite dann auch so, dass ich diese Lichtpunkte versuche, dann durch viel Energie eben verschwinden zu lassen. Die sind dann auch weg, sind aber einen Tag später wieder da. Das ist ganz interessant. Also es hält dann nicht. Was ich jetzt mir immer da vorstelle, ist eigentlich eine Spannungsreduzierung in der Zelle, die wieder aufgefüllt wird. Und das Gute an dem Gerät ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es wie ein Glas Wasser ist. Also ich fülle Energie ein und wenn dann, ich kann nicht mehr Energie reintun als die Zelle selber. Es läuft also praktisch das Glas über, die Zelle läuft mit Energie über und das läuft dann über diesen am Fuß bringt man dann ja die Erde an, läuft es dann ab. Das heißt also, ich kann eigentlich gar keinen Schaden anrichten mit dem Gerät. Nein. Das ist ja was Tolles. Das kann man nicht. Und wie gesagt, überschüssige Energie läuft einfach ab bzw. wird blockiert, weil viel Transport geschieht über das Nervensystem. Und das Nervensystem hat eine Natrium-Kalium-Pumpe. Durch das Pluspotential strömt viel Natrium in diese Pumpe und sie blockiert. Das war's. 1 Minute lokale Behandlung und mehr geht im Grunde nicht. Und für eine Zelle ist doch dann eigentlich die Frage, kann ich mich irgendwie wieder normal einreihen in die anderen Zellen oder muss ich gehen? Also es gibt ja auch Zellen, die nicht wieder aufladbar sind. Ja, dann ist die Membran schon zerstört. Das heißt, die Zelle hat grundsätzlich komplett ihre Ladung verloren, also von innen nach außen, Plus und Minus. Und dann ist die Membran total zerstört. Kleinere Membranschäden kann man mit Pluspotenzial innen tatsächlich reparieren. Ach so, okay. Ja, ja. Aber es gibt ja auch Bereiche, die nicht mehr funktionieren im Körper. Und da habe ich damals gelernt, dass der Energetikkorrektor so arbeitet, dass er das umliegende Feld so stärkt, dass es im Grunde für das, was da ausgefallen ist, mitarbeitet. Also ich kann es nur laienhaft erklären. So Kapsel oder wie man sowas? Ist richtig. Ja, es ist richtig. Was passiert da? Das heißt, Zellen übernehmen Funktionen von denen, die nicht mehr aktiv sind. Ja, das passiert tatsächlich. Ähnliches passiert im Nervensystem. Zum Beispiel, was ich auch mehrfach hatte, Patienten mit einer Querschnittlähmung. Das heißt, die Nerven sind durchtrennt. Und durch diese Energie in die Nerven hinein, die Nerven sind ja im Grunde wie ein Strohhalm innen hohl. Und da fließen die Elektronen. Und wenn ich jetzt massiv Pluspotenzial da drauf gebe, streckt sich der Nerv. Der wird wirklich länger und länger und dockt genau da an, wo er hin soll. Dass sich diese Nervenenden finden, wieder in funktionelle Bereiche. Warum das funktioniert,
wir müssen unseren Schöpfer fragen. Das heißt, aber es geschieht. Raphael gibt vieles an den Schöpfer ab und wartet darauf, dass es funktioniert mit dem, was ihm einfällt. Tja. Ja, oder so. Kann jeder mit dem Gerät arbeiten oder muss ich eine bestimmte Einstellung haben? Muss ich mich Gar keine Einstellung. Gar keine. Das Gerät macht ein reines Pluspotenzial. Du bist mit in dem Stromkreis. Wenn du Heiler bist, okay. Ja, ich muss jetzt nicht Heiler sein. Das ist jetzt, ich kann auch das jemand auf der Straße in die Hand drücken und erklären, wie das geht, und der kann das auch. Er kann das mechanisch machen. Aber du kannst es noch intensiver machen, weil du bist ja mit dem Minuspotenzial mit in dem ganzen Stromkreis. Deshalb ist es nicht egal, wer das macht. Das stimmt. Oh, ich erinnere mich. Es gab so 2, 3 Leute, die das Gerät gekauft haben, aber überhaupt nicht damit zurechtgekommen sind. Und andere, die haben es so leicht gefunden. Und dann hat auch der Raphael mir irgendwann gesagt, der wird es nie lernen. Gib den bitte weiter an Pützner. Der soll nicht mehr herkommen. Aber du hast es oft dann noch hingekriegt, ne? Ja. In deiner Ausbildung. Nein, ich habe viele ausgebildet. Wir hatten ja damals, das ist dir wahrscheinlich bekannt, dieses Deutsche Institut für bioenergetische Medizin gegründet. Ich war der Präsident und Ausbilder. Und nach 5 Jahren war ich nicht nur der Ausbilder, ich war auch der Schriftführer, der Kassierer. Ich hatte mal einen Verein und war hinterher auch. Zeit. Nee, ich hatte dann am Ende auch die 7 Aufgaben. Ja, also weil keiner mehr richtig Lust hatte, aber noch dabei war. Ja. Um den Verein aufrechtzuerhalten, hat man das mal vielleicht noch gerade einen Moment gemacht, um es dann irgendwie abzugeben, ne? Ja. Was ich dann auch gemacht habe. Ja, also die Ausbildung hast du gegeben. Machst du immer noch Ausbildung? Bei Leuten, die sich dafür interessieren und jetzt gerade ein Gerät kaufen, die schickt der Raphael auch zu mir in der Regel, wenn sie damit gewerblich arbeiten wollen. Ne? Das heißt, die sind schon Arzt oder Heilpraktiker oder letztendlich auch Heiler, und sie wollen das eben also auch öffentlich bekannt machen und viele Leute damit behandeln. Dann schickt der Raphael die Leute zu mir. Ich habe dieses Ausbilderzertifikat, dass ich das in seinem Namen machen soll. Er hat auch keine Lust mehr dazu. Ja, ich weiß. Und ja, das läuft dann alles zurzeit in Bad Nauheim ab. Und die Leute kommen dann 1 Woche, 2 Wochen zu mir und lernen das. Okay, so jetzt zurück zu deinen Ausbildungen, die du hier gibst. Was ist das? Weil es könnte ja sein, dass jemand hier einschaltet in die Sendung und fragt, meine Güte, was kriege ich denn da? Was ist denn überhaupt die geistige Wirbelsäulenbegradigung? Wie lange dauert die Ausbildung und was kriegen die Leute mit, wenn sie zu dir kommen? Also die Ausbildung, die fängt an mit Stufe 1 und 2. Das ist die Lehre. Reiki ist auch beinhaltet, eine Weltenlehre geworden, Reiki Heilenergie. Das muss ich heute noch sagen, dem Urgründer, Dr. Mikao Usui, der ein Theologe war, der hat der Welt etwas Großartiges hinterlassen. Auf so einfache Weise die Menschen zur Selbstheilung zu führen und ihnen den Weg zu zeigen, dass man auch andere Menschen heilen kann. Und das ist auch in Deutschland anerkannt und deshalb ist das auch Teil unserer Lehre, aber natürlich in wesentlich erweiterter Form. Also wir vermitteln nicht die Theorie, sondern eingebunden in unser ganzes Praxiswissen. Und dann Stufe 3, 4, 5, das sind Seminare, die habe ich ja vollkommen selbst, ich will mal sagen, entwickelt, erfunden. Vielleicht ist das auch ein richtiges Wort. Das ist die Geistheilerausbildung aktiv. Organrücktransplantologie, nur als Beispiel, oder Geistchirurgie. Das ist so umfangreich, das kann man sich kaum vorstellen. Es ist vielleicht dazu zu sagen, die Menschen sind teilweise leergeräumt, könnte man sagen. Heute wird ja ein Organ entfernt, obwohl es ja gar nicht die Ursache der Erkrankung ist oder überhaupt gar nicht krank ist, sondern die Ursache, die muss ja ganz woanders suchen. Seelenkörper, Geistkörper oder Emotionalkörper, da wird die Krankheit ja angelegt. Dann kommt sie als Symptom und ist eigentlich nur ein Warnschild.
Schulmedizinisch können wir da nicht das erwarten, weil unsere guten Ärzte und liebevollen Menschen, die sich bestimmt bemühen, aber nicht ausreichend ausgebildet sind. So sind sie noch viel zu weit weg vom geistigen Heilen. Das wird sich ändern müssen. Ich sage immer, unsere Arbeit ist die Medizin der Zukunft und auch die Zukunft der Medizin. Das geistige Heilen. Kurz und gut, dann machen wir in diesem Seminar, also das darf ich so nicht nennen, Diagnostik kann man sagen, ja, bei den Schülern, es ist eine Art Diagnostik, nämlich bringen die Menschen dazu hin, auch gibt es eine Messtechnik, dass sie genau ermitteln, was ist hier das Störfeld. Im feinstofflichen Körper ist es im Energiekörper, Emotionalkörper, Mentalkörper, auf der Seelenebene. Was hat die Ursache der Symptome beeinflusst? Und wodurch sind sie entstanden? Das ist ja schon eine unglaublich wichtige Sache. Dann weiß ich doch schon, wie ich mein Gespräch mit den Menschen führe. Wie lenke ich sie dahin, dass wir diesen Konflikt beseitigen? Dann kommt schon automatisch eine Heilung zustande. Und das wäre jetzt mal die Stufe 3, die ist gewaltig üppig, da ist sehr viel noch dabei, das wird jetzt vielleicht zu viel werden, aber dann habe ich ja auch mit meinen Heilkarten, die müssen wir auch einblenden, Welterfolg, das muss ich auch mal sagen. Wir sind sogar in der New York Times erwähnt worden und gehören jetzt zu einem Circle, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Das sind auch nur Professoren, die das bestätigen, was ich entwickelt habe. Das sind meine Energieheilkarten, die ich mir herstellen lasse. Durch meine Kontakte zu höheren Intelligenzen wird eben durch mich etwas möglich, was wir als Menschen eigentlich nicht für Menschen möglich gehalten hätten. Aber es ist möglich. Und das kann ich natürlich auch sichtbar und beweisbar auch vorführen. Und in Griechenland haben wir das auch kurz demonstriert. Also meine Energiekarten, die gehen in die ganze Welt. Das ist die neue Medizin. Der Mensch ist ein Energiegebilde und der kann mit Energie nur geheilt werden. Das ist einfach klar. Und das wird immer deutlicher, sichtbar, spürbar. Und die Wissenschaft bestätigt uns ja auch. Meine Geistheilung ist ja wissenschaftlich anerkannt. Und jetzt glaube ich, deine Fragestellung war anders. Also was bewirkt die Wirbelsäulenheilung? Ich sage immer zu den Leuten, die Evolution ist noch nicht abgeschlossen. Der Mensch ist schief, krumm, verdreht, blockiert, krank, mit Schmerzen, energetische Verluste. Und das kann nicht die Krönung der Schöpfung sein. Das ist eben unvollkommen. Und bei mir erfährt der Mensch diese göttliche Ordnung durch die Energie, die er selbst erzeugt, was eine eindeutig, das haben ja auch die Wissenschaftler bestätigt, das sieht man auch, wenn man Aufnahmen macht, Wärmebildkamera und so weiter, es ist eine Selbstheilung. Die Energie hüllt den Menschen ein, es ist eine Torsionswelle, die hat eine Farbe ganz zart violett, das ist ermittelt. Es ist eine Selbstheilung in dem Moment, wenn ich als Geistheilerin mich mit seinem Geist verbinde, dann stellt sich da eine Zusammenkunft her, seine ganzen Chakren gehen auf, das dreht sich alles ganz lichtvoll und er ist sofort mit seinen höheren Bewusstseinsebenen verbunden, denn der Mensch ist ja nur ein bestimmter Teil dieser Körper. Wir müssen also sein universelles Sein zusammenbringen und dann kommt die Heilung. Ich habe mal eine spannende Serie von Celestine damals gelesen und in einem dieser Bücher wurde beschrieben, wie man seine eigene Aura sehen kann. Und das fand ich sehr interessant. Man nimmt einfach 2 Finger, presst sie aufeinander, morgens um 5, wenn die Sonne aufgeht und hält es gegen die Sonne und öffnet dann die Finger. Und dann sieht man seine eigene Aura, wie die bläulich oder rötlich, je nachdem, wie man so drauf ist, sehen kann. Das kann jeder ausprobieren, das funktioniert. Ja, das sagt Tanja, bringt das ja in ihrem 8. Sinn-Seminar auch den Menschen bei. Ja, ja, das ist ganz einfach. Ich jetzt gar nicht. Wir haben das Buch heute Morgen besprochen, aber den Inhalt kenne ich noch nicht. Ja, das sind die Anfänge, dass man die Aura sehen möchte, aber später hat man so viele Fähigkeiten mehr, dann muss man sich nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Aber man kann es selber ausprobieren. Sensibilisierung. Wir müssen die Menschen erstmal dahin bringen, wir sind zu kopflastig geprägt und wir sind überstudiert. Also wir haben die überstudierte Jugend. Wir sind nicht in der Lage, aufgrund dieses Handicaps, so nenne ich das mal, unsere intuitive Intelligenz abzurufen. Und das ist die Allwissenheit.
Die Allwissenheit steht über der Verstandesebene. Die Verstandesebene begrenzt uns. Der logische Verstand kann uns wirklich die schönsten Dinge zerreden und wir kommen immer wieder in die Falle hinein, in die Sackgassen hinein und fangen dann an, das Schöne, was gerade sich keimen will und will sich entwickeln, es wird das wieder zerstören. Und wir müssen unsere Gesellschaft umpolen. Wir müssen wieder in ihr Inneres hineinkommen, denn das Bauchgefühl ist unsere wahre Intelligenz. Ja, und das lernt man in deinen Seminaren alle wieder. Das muss man, diese Sensibilität zu entwickeln, dass ich mal in mich reinfühle, dass ich mal den Verstand ganz klein mache. Und ihm zu vertrauen. Ja, das ist richtig. Das Gottvertrauen in mir gibt mir auch die Kraft für die ganzen Dinge hier. Ich war mal in einem Gerichtsprozess, da ging es wirklich um ganz viele Dinge. Man wollte mir mein Zentrum schließen und da sagte mein Anwalt am letzten Abend vor dem Prozess: Frau Hübner, ich bin fix und fertig. Können Sie noch mal in die Kanzlei kommen? Ich brauche jetzt ein bisschen transzendentale Energie von Ihnen. Es sei denn, Sie haben einen guten Draht zum lieben Gott. Und da habe ich gesagt, ich habe den Besten. Wir werden morgen gewinnen. Und dann haben wir einen sehr schweren Prozess gewonnen. Also, das Urvertrauen habe ich meine Mitarbeiter, die waren alle so aufgeregt. Tanja, wie kannst du so ruhig sein? Steht alles auf dem Spiel? Ja, das muss man den Menschen auch mal beibringen. Die Angst ist ein Dämon, sie müssen sich befreien, ins Gottvertrauen gehen und dann wächst auch ihre Kraft. Und das ist auch natürlich bei den Seminaren. Wir machen Urblockadenauflösungen. Es sind so viele äußere Einflüsse, es sind Besetzungsformen da. Die Menschen haben selbst Besetzungen geschaffen oder auch, wenn sie Häuser wechseln oder Wohnungen beziehen, wo jemand verstarb, das ist ein Seelenanteil, das muss man alles beseitigen. Und das bringe ich denen auch alles bei. Und die Heilkarten, das ist natürlich die neue Medizin. Ja, wir werden mit Schwingung heilen und nicht mit Pillen. Die Leute sind pillenmüde und das wird ein großer Wandel werden. Okay, es geht eigentlich immer um Frequenzen, egal um welche. Ja. Jetzt bin ich wieder bei dir, wenn wir schon das Stichwort haben. Professor Fritz Albert Popp ist der Entdecker der Biophotonen. Kann man über die Biophotonen auch die Wirksamkeit oder die Arbeitsweise des Energetikkorrektors erklären? Über die Biophotonen Professor Popp sagte, Biophotonen sind das Licht in unseren Zellen. Und der Zellkern kommuniziert mit ganz wichtigen Zellorganellen, das sind die Mitochondrien, über Licht. Und je besser die Durchlässigkeit ist vom Zellkern zu den Mitochondrien, desto mehr können die ATP erzeugen. ATP ist Adenosintriphosphat, Sportler kennen das besonders gut, also der Brennstoff für den Körper oder das Benzin. Und jetzt geht es natürlich wieder um die Ionenkanäle in den Zellen, die müssen sauber sein. Viele Leute haben eine Menge Müll innerhalb der Zellen, zum Beispiel intrazelluläre Übersäuerung, eine ganz schlimme Geschichte. Führt auch häufig zu Krebs, weil dann der Zellkern mit den Mitochondrien nicht mehr kommunizieren kann. Und wenn die Mitochondrien keine Energie mehr erzeugen, merkt der Zellkern das. Und dann hat er eine uralte Idee, genetisch, den Zellstoffwechsel von der Oxidation in die Glykolyse umzuschalten und die Zellen zu vermehren. Das nennt man Tumorwachstum. Nur bei dieser Art von Stoffwechsel entsteht kein NO-Gas. Das heißt, die Zelle kann nicht selber sterben. Die kann nicht ihren eigenen Suizid machen. Deshalb brauche ich dieses Licht in den Zellen, womit der Zellkern mit anderen Zellorganellen kommuniziert. Wunderbar. Welche ungewöhnlichen Genesungsprozesse hast du schon mit deinem Energetikkorrektor machen dürfen? Oder zumindest anstoßen dürfen? Fangen wir mit bakteriellen Vireninfekten oder gehen damit weiter bis zu schlecht heilenden Wunden, bis zur Aktivierung von Organen, zum Beispiel Bauchspeicheldrüse, anfängliche Diabetes, bis hin zu Leber-Stoffwechselstörungen. Also es ist so vielseitig.
die ganze Geschichte. Oder Aktivierung von Drüsen, zum Beispiel Zirbeldrüse. Die Menschen brauchen da kein Melatonin oder Schlaftabletten mehr zu schlucken, wenn man die Zirbeldrüse aktiviert. Es ist so vielseitig, dass ich jetzt nicht weiß, wo soll ich anfangen. Das heißt, es wird tatsächlich mit den Lichtphotonen am Kopf die Zirbeldrüse. Nein, die Lichtpunkte wirst du da nicht sehen, weil das mit Haar bedeckt ist. Okay. Aber man hört den Energietransfer, dieses energetische Rauschen, ja, das hört man. Und dann bringt man Energie in die Zirbeldrüse. Ja. Auch das heißt, die Zirbeldrüse kann wieder angeregt werden, wenn sie nicht mehr ganz Ja, funktionsfähig weil der ganze Stoffwechsel angeregt wird, auch wenn Teile verkalkt sind. Wieso ist die Zirbeldrüse so wichtig? Im Spirituellen sehr wichtig, die Zirbeldrüse. Es ist unsere Verbindung in die andere Welt. Und alle Organe werden eigentlich über die Zirbeldrüse reguliert. Ja, Richtig? ja. Na, sehr spannend, ganz spannendes Feld. Ist dir noch etwas ganz besonders wichtig zu sagen beim Energetikkorrektor? Ja, ich finde es schade, dass der gute Erfinder der Geschichte quasi Angst hatte, das massiv zu publizieren. Der Energetikkorrektor, Diagnose und Therapie in einem Schritt? Ja, ja. Deshalb behandelt man ja so lange, bis man energetisch letztendlich ein Ergebnis sieht. Was ist dir denn noch wichtig zu sagen? Für die Zukunft, dass die Menschen die Finger weglassen sollen von unbekannten ohne Langzeitstudien, weil dadurch so viel passiert und es wächst im Moment auch eine gewisse Offenheit in der Bevölkerung, dass sich Leute immer mehr für alternative Medizin, Spiritualität interessieren und da auch wachsen in diesem Bereich. Es sind immer mehr. Man merkt diesen Wandel in der Gesellschaft und wenn man mit solchen Instituten wirklich da noch mehr publizieren kann und mehr Leute daran führen, das wäre also ein wichtiger Wunsch von mir für die Zukunft. Wo findet man dich denn? In Bad Nauheim bis Ende September. Das heißt, ich werde dann weitermachen, aber nicht mehr in der 250 Quadratmeter Praxis mit Personal, sondern 90 oder 100 Quadratmeter reichen mir auch, da ich Arbeitszeit ein bisschen reduzieren will. Also ich will nicht mehr in der Woche 50 Stunden Arbeit leisten an Patienten. Die Hälfte reicht auch. Bleibst du denn in Deutschland? Größtenteils ja. Und ein anderer Teil der Zeit, also besonders in den Wintermonaten, wünsche ich mir doch dann eine Zweigstelle auf Mallorca. Ja gut, das kann ich verstehen, aber unter deinem Namen findet man dich dann schon. Ja, na klar. Auf Ja, der okay. Webseite auf jeden Fall. Okay, wir sehen uns wieder in einer anderen Sendung. Ich danke dir erstmal, es war wunderbar. Hast du noch eine Frage an ihn? Nein, das war sehr ausführlich. Dankeschön. Ja, Gerne. okay. Hast du noch eine Frage an Anne? Ja, die bei der Ausbildung hast du nicht erwähnt, wie lange die dauert. Ja, ich wollte noch vielleicht einmal Heike, kannst du mir mal die Heilkarte geben? Weil das, was du jetzt gerade hier gesagt hast, das habe ich auch schon hergestellt. Schau mal die Parallelen. Er spricht ständig auch von der Zelle und den mRNA-Dingen. Die Zelle sollte ich durch Information von oben erschaffen, mit allem Inhalt und sogar einer eigenständigen DNA, damit die Zelle nicht mehr manipulierbar ist. Und damit energetisch leite ich die Impfgifte aus. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Darf ich sie mal in die Kamera halten? Also, Oh, Entschuldigung. Ich ja, das macht doch nichts. Es ist so unglaublich, wie durch uns gewirkt wird. Denn das braucht die Menschheit jetzt. Und vor allen Dingen auch, wenn ich das kurz erwähnen darf, Menschen, die die Chemotherapie bekamen, wo die Zellen getötet wurden, der ganze Zellabfall, wo geht der denn hin? Macht man sich wenig Gedanken drüber in der Medizin. Wissenschaftlich macht man sich anscheinend gar keine Gedanken. Aber hier habe ich den Impuls drin.
Die Leute scheiden dann die Giftstoffe über die Haut aus. Wenn ich sie mit meiner Karte eine Woche arbeiten lasse, muss man nur 2 Minuten anschauen täglich oder die Hände drauflegen, schon die Energie in sich aufnehmen. Dann kommen Giftstoffe aus der Haut. Da rufen mich manchmal die Leute an und sagen, Anne, ich rieche wie eine Apotheke. Kommt das von der Ausleitung? Ja. Ich habe so große Erfolge. Die Heilkarte ist wissenschaftlich bestätigt worden. Von wem? Ignatov Ignatowitsch ja, aus Bulgarien. Auf der Liste der Wissenschaftler auf Platz 6 oder 7. Also ganz großartige Menschen. Ja, aber die Deutschen können das ja leider nicht anerkennen. Und dann habe ich noch den Korotkov als Vornamen nicht und Ludmilla aus, der habe ich auch Nachnamen nicht im Kopf. Auf jeden Fall, wir waren ja schon über 100 Mal getestet worden. Wir haben alles von rauf und runter für eine ganze Broschüre darüber, wie unsere energetische Verfassung sich auswirkt. Und bei dieser Karte, da rief mich der Ignatov an und sagte, er hat mit der Karte experimentiert und dabei ist seine Mutter von der Demenz befreit worden. Mit dieser Obwohl die Karte? Nur im Zimmer war. Ja. Das muss die Menschheit erfahren. Damit retten wir die Geimpften. Das ist eindeutig. Sie fühlen sich wesentlich besser hinterher, weil sie auch vor allen Dingen diese toxischen, das hast du gerade so schön erklärt, diese toxischen Zellen loswerden, diese abgestorbenen Zellen durch die Chemotherapie. Es ist also Nachholbedarf, es ist zu wenig Wissen da in unseren schulmedizinischen Therapien. Das ganze Gesundheitssystem muss sich erneuern. Und ich komme nochmal zurück zu meiner Arbeit. Als ich die Wirbelsäulenheilung begonnen habe, ich habe vorhin gesagt, die Evolution ist noch nicht abgeschlossen, der Mensch ist noch nicht vollkommen. Der Abschluss, den kann er nicht durch irgendeine von außen kommende energetische Veränderung erfahren, sondern es hieß bei mir, das muss ein Mensch vollbringen, damit der Mensch wieder glaubt. Was mache ich jeden Tag den Menschen klar? Sie haben ja so ein bescheidenes Wissen von sich. Sie denken ja noch, Sie brauchen eine Grundimmunisierung, Sie brauchen den Herdenschutz, sonst könnten Sie nicht überleben. Sie sind so klein gehalten, aber der Mensch muss mal erkennen, wer er wirklich ist, nämlich göttlicher Geist in Vollkommenheit und nicht weniger. Und deshalb forciere ich ja auch in meinen Workshops, dass die Menschen auch ihr Interesse in sich wecken, wenn sie ein Wunder erlebt haben. Sie kamen schief und krumm zu mir, sind kerzengerade geworden, aus der eigenen Kraft heraus. Dann sind die Handchakren aktiv, dann zeige ich ihnen, wie sie die Hände auflegen. Ein ganz wunderbarer Vorgang, den auch der Dr. Mikao Usui den Menschen ja vereinfacht auch vermittelt hat. Und dann greift das so ineinander und dann höre ich nur, mir geht so gut, ich behandle mich jeden Tag. Ich habe jetzt meiner Mutter die Hände aufgelegt, ich habe der geholfen, jenem geholfen. Das ist eine flächendeckende Arbeit. Okay. Die Sendung heißt nun die Hierarchie der Energie. Ja. Wem fällt da noch was zu ein? Ja, ich kann bestätigen, dass die Menschen jetzt in einem Erwachungsprozess sind und der geht wie im Zeitraffer. Also früher haben die Leute für so eine spirituelle Wanderung 10 Jahre gebraucht, heute geht das ganz blitzschnell. Sie kommen zu mir, erleben, was wir machen wollen, lernen. Also, ich freue mich darüber, es geht voran. Und es muss noch beschleunigt werden, weil ich sehe auch das schulmedizinische System in der klassischen Form, ja, es wird irgendwie, es passiert halt. Ne? Kliniken schließen, Ärzte steigen aus oder ändern ihr Programm, werden alternativ und es muss eine Erneuerung her, denn so kann es auf keinen Fall bleiben. Das reicht einfach nicht mehr. Okay. Ich will noch vielleicht sagen, mein Endziel ist es, dass jeder Mensch sich heilen kann oder gar nicht mehr krank wird. Das ist doch genial. Das ist absolut genial und da wollen wir ja alle hin. Da wollen wir alle hin. Ich danke euch. Es war ein sehr spannendes Gespräch, inhaltlich aufregend zum Teil und sicher auch sehr neu für unsere Zuschauer. Ich möchte mich auch von unseren Zuschauern von ganzem Herzen bedanken und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Kaczmarczyk für Garten Eden ruft. Und ich danke auch, dass wir euch empfangen konnten und so nett uns wissende Gesprächspartner dabei hatten. Danke, Heike, dass ihr gekommen seid. Dann Dankeschön. Ja. Dann geht das Dankeschön vor allem auch an den Christian. Und ich möchte mich für die Einlage und das Interesse bedanken. Wir können das vielleicht, ich denke, der Bedarf ist auch da, nochmal an anderer Stelle fortführen.
Das freut mich sehr. Das öffnet mir gerade das Herz, weil wir haben uns lange aus den Augen verloren. Und ich finde es so wichtig, dass du wieder da bist. Aber ich glaube, bestimmte Seelen treffen sich, glaube ich, alle gerade.